Das erste Video, was ich habe, ist von Pixels After Dark, wo wir schon mal die geguckt haben mit was Streamer und so, Streamer, die ihre letzten Momente und so gefilmt haben. Die haben jetzt Final Videos Taken Before Disaster. Das heißt, wieder ein bisschen darker, ein bisschen düsterer. Aber letztendlich, wir sind ein Horrorkanal und damit können wir uns auseinandersetzen. Gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. Das Video wollte ich gerne gucken und ich dachte mir, es macht doch am meisten Spaß, es mit euch zu gucken. In August of 1984, a small plane went missing after departing from Grand Bay, Colorado. Also ein kleines Flugzeug verschwand, nachdem es abgehoben war 1984. Es wurde 87 gefunden in den Bergen von Tabernash. Es war zu niedrig, deswegen hat der Pilot sich entschieden umzudrehen. Das war die Aufnahmen, die beim Crash gefunden wurden. Ich muss sagen, es gibt so viele Flugzeugabsturzvideos und die finde ich immer, die sind immer so hart. Ne? Die sind immer so hart, diese Absturzvideos. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, auch von Flugzeugen, die kurz nach dem Start abstürzen. Das ist immer hart. Redet hier gerade diesmal keiner? On Wednesday, April 16th, 2014, a group of approximately 250 high school students attended a field trip aboard the MV Sewol, a ferry traveling along the southwest coast of South Korea. This trip was set to arrive at Jeju. Schiffssachen sind auch so, ich habe eine Kreuzfahrt gemacht und Kreuzfahrten, schön und gut, machen Spaß, alles schön. Ich weiß nicht, ob Leute von euch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht haben, aber einfach eine längere Fahrt auf dem Schiff gemacht haben. Die Vorstellung, mitten auf dem Meer zu sein, auf dem Ozean, kein Land zu sehen oder sonst was, ist, finde ich, sehr beängstigend. Finde ich immer noch extrem beängstigend. Island just south of its departure. Although the destination was relatively one way, one mistake can be the difference between a celebration on land and a disaster over sea. During a trip through the Mengol Channel, the ship faced harsh currents. In severe weather, it can become very difficult to steer a ship, and caution when doing so is almost required. Although there is some controversy over what actually happened, the leading story is that Lee Jong-suk, the captain of the ship, went missing at about 8:46 a.m. During this time, the ship went off course due to the severe conditions. Der Kapitän ist verschwunden? 8:48, an operator by the name Cho Jun-ki took control. Stell dir vor, du bist auf dem Schiff und dein Kapitän ist einfach spurlos verschwunden. Einfach von jetzt auf gleich ist der Kapitän nicht mehr auffindbar. Und das in einem Zustand, wo draußen extreme Wetterverhältnisse herrschen. Was ordered to steer the ship back on course. However, what ensued was a disastrous sharp turn. Water began to pile into the ship, and cargo was reportedly shifting back and forth. This continuous movement of weight made the ship incredibly difficult to steer, arguably making the situation worse with each attempt. Multiple operators quickly began to address the situation, however it wasn't long before it was too late. The ship was sinking. Luckily, it was sinking very slowly. However, on board an announcement was made over the intercom system instructing all passengers to remain calm and stay where they were, warning that movement could be dangerous to themselves and others around them. During this time, one of the students on board would begin to capture a video, and what was found was quite disturbing. 보이죠? 나 무섭다 진짜. 나 이거 어떡하냐. Und da waren Schüler da. 나 무서워. Oder Studenten, je nachdem wie die Übersetzung ist. 나 살고 싶어. 뒤지기 싫어요. 지금 이 상황은 지금 기울어지고 있습니다. 나 뒤지기 싫어. 진짜 무더러는 진짜 우리 나가야 돼요. 엄마한테 전화해볼까? 엄마 나 마지막 있으니. 야 나도 이따위가 이거 뭐야 이거. 야 파수도 걸려. 하는 거 아니야? Man merkt halt auch in diesem Video, ne, es ist so eine Mischung zwischen, ne, der Klassenfahrt, das sind Kinder, die haben Spaß, weil, ne, ist natürlich schon, aber die haben auch Angst. Du merkst diese Angst ja auch in der Stimme. Nicht nur, dass sie halt sagen, dass sie Angst haben zu sterben, aber es ist halt die ganze Zeit so ein Zustand wie, hey, wir sind in unserer Freundesgruppe, wir machen Späße darüber und gleichermaßen Panik, dass irgendetwas nicht stimmt.
mit dem, was da gerade los ist. Ich habe mir auch mal ihr habt bestimmt davon mal mitgekriegt, von der Germanwings-Katastrophe damals mit dem Kapitän, dem Co-Piloten Andreas Lubitz, der doch das Flugzeug runtergelenkt hat in die Alpen. Der den anderen Piloten ausgesperrt hatte und dann die Germanwings-Maschine gegen die Alpen geflogen ist. Es gab eine Aufnahme von der Blackbox in dem Germanwings-Flieger. Und das Schlimme ist halt, dass sie es die ganze Zeit nicht mitgekriegt haben, bis der Pilot ja gegen die Tür gehämmert hat, um reinzukommen, der richtige Pilot. Und dann diese Panik im Hintergrund, wisst ihr, wo die Schüler das merken, wo du so merkst, da stimmt was nicht. Sowas ist wirklich unfassbar hart, glaube ich, mitzukriegen, oder auch wenn die Eltern sich das angehört haben. All in one room, we can see such a wide range of emotions. Some students begin to panic, others stay calm, while some even joke, laughing about how they wonder if this event will make the news. Regardless of how each student handled the stress of this dangerous situation, it's beyond uncomfortable to see the reactions of such young, innocent students. As the video continues, we see those joking become more serious, as the weight of the situation begins to settle in. 사랑해, 둘 다 사랑해. 우리 김영일 씨 아들이 고맙니다. 이번 일로 죽을 수 있을 것 같으니. 야, 계단에 있는 얘들이 제일 무서워. 엄마, 아빠 사랑해요, 영원아. 영원아, 너만은 제발 수학여행 가지마. 오빠처럼 되기 싫으면, 알았지? 제발 살려줘. No. Although rescue rushed to arrive, the fate of those waiting below deck were sealed. As the ship sank and the water rose, the depths of the sea took the lives of almost all the students. Out of 476 passengers and crew on board, a total of 304 died in the disaster. Parents rushed to the white tents to identify their children. You must have said, "Daddy, save me," weeps this father. No one is immune. Wenn ihr euch auch einfach mal die Polizisten anguckt in dem Moment. Wie fucking hart das, ne? Für die Eltern, für die Angestellten, für die Rettungsdienste und sonst was. Wenn ihr euch das mal vorstellt. Das ist halt so wisst ihr, ich merke das manchmal auch in der Nachrichtenerstattung, ne? Dann wird irgendwas durchgesagt, ne? Wie zum Beispiel Tragödie, es passiert so und so viel Tote. Und dann wird das immer so drüber hinweggeguckt, ne? Es ist eine Tragödie, die passiert ist, kurzer Moment, oh, schade, wie schlimm. Weiter, nächste Nachricht, es ist vergessen. Aber wenn man sich einmal kurz vorstellt, was das wirklich bedeutet, wie jetzt in diesem Fall, ne? War bestimmt, als das passiert ist, auch in Deutschland, Nachrichten, ne? Tragödie. Weiter. Das ist halt, ne? Ich finde es immer tragisch, wie schnell über sowas hinweggesickert, wie schnell so eine Tragödie in den Nachrichten zum Alltag werden kann, wenn man sich hier einmal anguckt, wie belastend das für die Angehörigen und für die daran beteiligt sind, ist. To the sound of losing a child. While some may pin this as an innocent yet regretful mistake, the story of what occurred above deck creates a much darker tale. While the ship was sinking, it was reported that members of the crew drank beer as they casually addressed the situation. As passengers stayed in their cabins as instructed, the captain and crew abandoned the ship, and as a result were one of the few to be rescued. Instead of aiding the lives of the passengers in the danger that they create. Was für Wichser! Was für Wichser! Du sagst den Schülern und sonst wem, sie sollen da bleiben, wo sie sind. Sorgst damit quasi dafür, dass sie dort bleiben, wo sie unter Wasser sein werden, wo sie sterben. Bist verantwortlich für den Tod dieser Kinder als Crew, als Kapitän. Und das Einzige, um was du dich scherst, ist dein eigenes Überleben. Und du bringst dich in Sicherheit, um gerettet zu werden. Damals dieser Vorfall mit der Costa Concordia, das haben ja wahrscheinlich viele mitgekriegt. Das Schiff, was damals untergegangen ist an der Küste, wo der Kapitän auch einer der wenigen war, die gerettet wurden, einer der ersten, die gerettet wurden, und wo er behauptete, er wäre ins Rettungsboot gefallen. Was für absolute Hurensöhne. Aided, they just left the ship and put the weight on the lower level crew members to help.
In the video, you can actually hear a member of the cafeteria crew ensure that all passengers had life jackets, even giving her own once they ran out. The woman was named Park Ji-young. She was 22 and unfortunately died during this tragedy. Everything only becomes more harrowing when you learn that those who ignored the announcement to stay in their cabins survived, as once on the top deck, they could safely jump off board and wait for rescue to arrive. All of these poor students were just following what they believed to be instructions in their own interests. Instead, they stayed huddled together, hoping for a rescue that would never come. Kapitän und Crew, die nach oben gegangen sind und das alles auf das, die Kochleute und so abgeladen haben. 100-facher Mord sollte denen angelastet werden. 100-facher Mord. Wenn 300 sonst was Leute gestorben sind, 300 sonst was-facher Mord. After this, prosecution found Captain Lee guilty for negligence and later murder, claiming that a captain abandoning his ship is no better than a doctor abandoning his patients. For this, he would receive a life sentence. Ja! Ja! On April 4th of 2015, a weather warning was issued for a severe storm valid for April 9th along the northeast side of Illinois. As the date approached, however, the storm's outlook would get increasingly worse, with an enhanced risk being issued on April 8th and a tornado warning being declared on April 9th. This announcement came with very short notice, and it was quickly discovered that even those most prepared would be at the hands of the storm, with their fate not entirely guaranteed. At about 6:30 at night, just northeast. Ich bin so unendlich froh, dass wir in Deutschland nicht solche oder nicht. Ne, wir können auch Tornados kriegen und Erdbeben, aber dass wir nicht in solchen Zonen leben. Es gibt ja Leute, die leben in diesen Zonen, wo einfach jährlich Tornados sind. Wo einfach jährlich die Gefahr herrscht oder Stürme oder Hurricanes oder sonst was. Ich bin so froh, dass wir in Deutschland da relativ geschützt von sind, dass so etwas passiert. Weil ich glaube, die schlimmsten deutschen Naturkatastrophen, die du haben kannst, sind, was haben wir? Sinkholes können wir kriegen, Erdrutsche und Hochwasser. Das sind ja die häufig passieren. Gibt es noch andere Naturkatastrophen, die in Deutschland häufiger stattfinden? In Japan gibt es immer viele Erdbeben. Ja, in Japan ist das auch richtig extrem. Das ist Wohnen vermutlich auch recht günstig. Ja, vor allem, diese Häuser sind ja so brüchig, was Tornados angeht. In Deutschland, ich habe mal gesehen, wenn in Deutschland so ein Standard-Tornado durchfegt, dann Bäume werden entwurzelt, Dachziegel fallen vom Haus. Das war's. Und in Amerika ist halt das Haus kaputt. Hitzewelle, genau. Dürre gibt es ja auch, das stimmt. Hitzewelle und Dürre. Orkan, Starkwetter, ja. Orkan ist aber schon seltsam. Lawinen? In Bayern meinst du so? Ja gut, Lawinen könnte auch sein. Es könnte Vulkanausbrüche geben. Es gibt auch ab und zu mal ein Tornado. Es gibt auch ab und zu mal ein Erdbeben. Aber das ist halt im Vergleich, weil Deutschland nicht plattentektonisch und sonst was und klimamäßig so liegt. Waldbrände, stimmt. Waldbrände ist hart. Vor allem, wenn du dir denkst, dass die meisten Waldbrände ausgelöst werden, weil irgendein Idiot seine Zigarette oder so wegwirft. Of Franklin Grove would a tornado begin to form. Large and disastrous, wiping away a field of trees and crops as it mowed through barnyards and small homes. It continued to wreak havoc as it moved further northeast, luckily only being restricted to large grass plains. However, as it continued to sail forth, its trajectory would aim directly at the small town of Fairdale. Here stayed a resident by the name Clem Schultz, who went upstairs in his home to grab some lanterns. What he saw when he looked out the window was unfathomable. Wie riesig das auch einfach ist. Es gibt ja Leute, die jagen Tornados nach. Da sind ja auch schon genug Leute bei gestorben. So ein Tornado muss so unfassbar viel Kraft haben. Ich hoffe, der alte Mann hat überlebt. The video ends as the tornado consumes the home and leaves the camera in total darkness. This was the aftermath of that tornado. A disaster so catastrophic.
Wie kann es sein, dass diese Häuser alle kaputt sind, aber der Swimmingpool steht? Ich finde es manchmal auch so krass, wenn ihr das seht, wenn da so ein Tornado durch eine Stadt fegt und es ist alles zerstört. Aber wenn du dir auch vorstellst, ja, alles zerstört, dieses Haus, aber so, weißt du, wahrscheinlich auch ein bisschen, aber das Auto steht noch geparkt da, wo es war, hier alles normal. Krass, wie teilweise Sachen überhaupt nicht angegriffen werden, wie auch dieser Swimmingpool, und andere sind halt wirklich einfach weg. Pool aus Beton, die Häuser aus, ja, tatsächlich, oder? Vielleicht sehr klein und schwer, kann sein, aber, weißt du, Bäume, alles wird ausgerissen, aber der Pool steht? Traffic that had cut through multiple homes, changing the lives of many for years to come. Clem was pinned under a pile of bricks from his fireplace after the tornado passed. Injured but still able to move, he slowly began to dig through the rubble in an attempt to escape. Guck dir mal das an, das war mal sein Haus. Quickly arrived to help, and after spotting Clem, told him not to look down, as his wife was lying right underneath him, dead from the injuries caused by the tornado. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum, gerade in den Tornadogebieten, warum man so brüchige Häuser baut. Ich verstehe nicht, warum man so brüchige Häuser dann baut. In den Gebieten, die bauen die ja immer wieder auf. Die bauen die Städte ja wieder auf. Die bauen die Städte auf mit den gleichen Häusern, mit den gleichen billigen, kaputten Häusern. Warum bauen sie das immer wieder? Ich kann verstehen, dass es billiger ist. Natürlich ist das billiger. Aber du bringst dein eigenes Leben in Gefahr wegen Geld. Finde ich so schlimm, warum man da nicht irgendwas politisch oder so finden kann, dass man dort eine Subvention macht, dass die Leute halt stabilere Häuser bauen und sonst was. Das ist 18-year-old Tyler Turner always wanted to skydive. It's a bucket list item for many, however only a few are able to actually get past the immense fear of danger and step onto the plane. Those who encourage the activity will often use analytics such as a 1 in 100,000 fatality rate to ease your mind. However, the 1 has to exist somewhere. Welcome to Parachute Center. Oh, What yeah. is your name? My name is Tyler Turner. What are you doing here? I am gonna jump out of a plane. It's your first time. First time indeed. Maybe you're a little bit scary. A little bit scary. When I get up there, it's gonna be like, oh gosh, adrenaline's gonna kick in. Just let it happen. In 2016, Tyler got the opportunity to skydive, to which he was very excited, but also slightly hesitant. Okay. Who is it? That's my mom over there. Hello. Very loving mom. Done a lot for me in my life. Hope more that she'll help me with more. Wisst ihr, ich bin ja immer bereit, Sachen auszutesten, ne? Ich bin ja immer bereit, irgendwie spannende Sachen zu machen, aber ich würde tatsächlich niemals Skydiving machen, aus dem Flugzeug springen, und ich würde Bungee Jumping nicht machen. Ich weiß, dass in den allermeisten Fällen nichts passiert. Bungee Jumping ja wahrscheinlich noch weniger. Aber ich würde es nicht machen. Das sind Sachen, die ich mich nicht trauen würde. Ich würde mich nicht trauen, aus dem Flugzeug zu springen oder an einem Seil eine Brücke runterzuspringen. Das ist einfach komplett nicht das, was ich mich trauen würde. Mein Freund ist schon Fallschirm gesprungen. Ja, wie gesagt, in den meisten Fällen passiert doch nichts. Viele, viele Leute sind schon Fallschirm gesprungen, aber ich wüsste, es mein letzter Tag wäre, würde ich es machen. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, aber wisst ihr, viele Leute haben das hier auf der Bucketlist. Das steht nicht auf meiner Bucketlist. For my life, because I want to make it. Okay, we're gonna make it. Are you ready? I am ready. Watching from the ground below, Tyler's mother awaited in smiles as her boy was brought up in the air, proud that his son was accomplishing a feat that he aspired to do. Gott, das ist so hoch. Ich habe keine Höhenangst. Ich habe wirklich keine Höhenangst. Ich kann auf hohen Höhen stehen, Brücken runtergucken, sonst habe ich überhaupt kein Problem mit. Das würde mir panische Angst machen. Though, this accomplishment would be his last. It is haunting video of an 18-year-old making his first parachute jump while his mother watched. His chute never opened. Now a judge has found the owner of the skydiving school negligent to the tune of $40 million. After Tyler's death, many uncertainties were discovered at the skydiving school responsible for the dive. Unbeknownst to Tyler or his mother, the instructor was not certified. And after investigation, it was brought to light that a total of 20 deaths were tied to the school already. This was an establishment that... Wie kann eine Schule seit 1981 bis 2021 22 Tote. Wie kann eine Schule 40 Jahre lang
40 Jahre lang existieren, wenn 22 oder 21, wenn sie danach dicht gemacht wurde, Tote da passiert sind. Was zur Hölle? Wie kann das so lange noch da bleiben? Was negligent Das to ist its krank. customers, and it's beyond unfortunate that it took so long to be discovered. Watching the clip back, it's just so sad. We see Tyler, just a happy young man, fight against his nerves to participate in something he thought would be a memorable experience. Instead, it turned out to be a disastrous tragedy, one that will stay with this family for the rest of their lives. Können wir noch was Schönes, Lustiges gucken noch? Wenn ihr sagt, was? Ich schon wieder Flughunde. In Taiwan, a group of construction workers were tasked with cutting into a main water pipe. Unknown to them, this pipe was not secured and shut down properly. When preparing a water pipe of this magnitude, there's multiple precautions required to be put in place to avoid potential injuries, one of which is equalizing the pressure of the pipe. In the video, we watch as a construction worker hammers at a hole sawed out through the top of a pipe. He's attempting to break an entryway through, however isn't at all prepared for what might happen once it breaks. See, with negative relative pressure inside the pipe, once an entryway is opened, the pipe will quickly suck in the air like a vacuum. Along with this, anything close to it will be sucked in as well. Ja, sowas habe ich auch letztens ein Video gemacht über die Tragödie von den Tauchern, die da in das Rohr reingesogen wurden und dann da teilweise 2-3 Tage lang drinne am Leben waren. Das ist halt häufig, weil teilweise aus Kostengründen, teilweise weil einfach die Firmen nicht aufpassen oder nicht tun, was sie gesagt haben. Teilweise gibt es da so viele Sachen, wo einfach... Das Schlimme ist immer, wenn ich das mir so ansehe. Und das ist einfach, weil die Firmen Geld sparen wollten. The construction worker slightly tipped toward the hole as the hammer broke through, putting him close enough to the pipe to be sucked through like pennies in a vacuum cleaner. Fellow workers rushed to the other side of the pipe, finding the man with severe wounds and broken bones. Hoffentlich hat er He überlebt. lost vital signs by the time paramedics arrived, but was declared dead at the hospital shortly after. The gender reveal of a baby is a very moving and memorable moment for many couples. Learning more about the child that you're about to bring into the world is an indescribable treasure. That's why many couples like to plan an event around the reveal, to celebrate with those close and appreciate the moment. Ich muss sagen, jetzt wird gleich wieder was Schlimmes passieren, ihr wisst es, das ist dieses Video. Aber ganz kurz zu diesen Gender Reveal Sachen. Ich finde, es spricht nichts gegen so eine Gender Reveal Partys, aber macht sie, weil es gibt ja viele Social Media Leute, die das machen. Viele Leute aus Social Media, die das auch machen wollen, ne, und dann streamen oder sonst was oder auch so. Macht das bitte nur, wenn beide Parteien einverstanden oder glücklich sind mit egal welches Geschlecht das Kind hat. Ich habe mir das schon angeguckt bei anderen Influencern, die das gemacht haben und die sich unbedingt einen Jungen gewünscht haben oder so. Oder wo die ganze Community auch sagte, das wird ein Junge. Und dann wurde es ein Mädchen. Und dann siehst du einfach nur in den Eltern, dass sie enttäuscht sind. Und ich denke mir so, macht das doch nicht, wenn ihr enttäuscht sein würdet bei einer der beiden. Stell dir mal vor, das Kind sieht später den Moment von der Gender Reveal Party und sieht dann, wie die Eltern einfach traurig sind oder enttäuscht, dass es ein Mädchen geworden ist oder nicht das Geschlecht, was sie wollten. Die machen das nur für Views. Ja, das finde ich beschissen. Das finde ich absolut beschissen. Traditionally, these celebrations are something small. However, it seems as time goes on, these vessels of exposing blue or pink colors have become a lot more grand. That's why, in Mexico, a couple decided to use a plane to reveal the gender of their upcoming child. Oh God. The plan was for the plane to fly overhead of the party and release either blue or pink smoke. This spectacle was imagined to be rather beautiful and allow for this moment to be remembered forever. Unfortunately for everybody attending, it surely will be. As the plane flew and released pink smoke to signify the female gender, the right wing malfunctioned and folded into itself.
causing the plane to jerk and crash just over the horizon. Even more disturbing is that almost nobody noticed. After the camera captured the plane in distress, it cut back to the couple hugging and rejoicing at the... Das hat der Kameramann bestimmt nicht gesehen, ne? Der Kameramann hat es wahrscheinlich nicht wahrgenommen in der Kürze der Zeit, dass der Flügel... Beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, der Pilot hat einfach nur ein Looping darüber gedreht. Aber wahrscheinlich hat der Kameramann das gar nicht gemerkt, was mit dem Flugzeug wirklich los ist. Ich glaube nicht, dass der Kameramann gesehen hat, das Flugzeug stürzt gerade ab, aber ich filme jetzt wieder das. Thought of a baby girl. They couldn't possibly imagine anything would break the spirit of the day, until they soon discovered the tragedy that occurred just above them. The pilot survived the crash, however would later die at the hospital after succumbing to fatal injuries. Wie kann denn einfach so ein Flügel einfach so einknicken? Also der ist ja nicht gegen irgendwas gegengeflogen, wenn ihr das gesehen habt, ne? Der ist ja da gekommen. Der ist ja nicht... Surely will be. Da ist ja nicht, da sind keine Linien und so was. Der Flügel ist ja, weil er da hochgegangen ist und durch den Winddruck ist der Flügel weg. Wahrscheinlich irgendwie so, ne? Das sind harte Videos, aber ich finde immer, es ist interessant und wichtig, auch über sowas zu reden. Ihr wisst ja, ich mache ja auch selber solche Sachen, wo ich über Bilder kurz vorm Tod, das habe ich auch schon geredet. Also ist immer mehr hart mit anzusehen, aber ne, das ist das Leben.